Ja, nächste Folge, diesmal mit einem Auto, was man nicht ganz so oft sieht. In Dortmund sind wir heute und Uwe ist heute unser Gastgeber. Vielen Dank, Uwe, dass du dich beworben hast. Gerne, danke, dass ihr gekommen seid. Das ist schön. Ja, wir gucken mal, ne, dass wir ein bisschen was hier Interessantes machen. Auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Auto. Ein Z1. Wir hatten schon eingehen sollen. Ich hatte schon gesagt, mich riesig darüber gefreut, weil ein Z1 ja auch ein Auto ist, was eigentlich so jeder kennt. Also gar nicht nur Leute, die jetzt Fahrzeug interessiert sind wie du und ich oder Bodo eben, sondern eben auch viele Leute, die eigentlich so das Auto rein zum Benutzen machen. Wir hatten tatsächlich nur, da warst du überrascht, nur eine einzige Bewerbung mit dem Z1. Wir hatten sehr viele Bewerbungen, aber nur eine mit dem Z1. Und umso mehr freuen wir uns, dass das geklappt hat, dass wir hierher kommen durften. Und dann hast du noch hier so einen schönen Innenhof, wo wir uns ganz frei bewegen können. Gutes Wetter hast du auch bestellt. So ist es. Was wollen wir mehr? Aber ja. Kurz zu dir. Automobile Leidenschaft von Kind an? Von Kindesbeinen an, ja. Immer mechanisch. Auto war immer was, wo ich Spaß dran hatte. Angefangen hast mit dem alten Käfer, ganz klar. So. Ja. Dann eben war immer weiter und ja. Und Z1 ist dann, warum Z1 ja. und nicht, ich hatte vorhin gesagt, warum Z1 und nicht MX5? Also. Ja, so. Ja, der Z1, als der rauskam und ich den zum ersten Mal Natura sah, die Form ist faszinierend und vor allem auch die Technik mit den Türen, dass man mit dem Auto mit offenen Türen fahren darf. Ja, das war einfach faszinierend. Ich hab mir dann überlegt, oder sagen wir so, kaufen war natürlich nicht möglich, da fehlte das Kleingeld noch. Seinerzeit, ja. Es war ein sehr ambitionierter Preis ja, ja. Von BMW, der da aufgerufen worden ist. Wobei man sagen muss, wenn man jetzt sich das von der Verarbeitung her, von der Machart anguckt, auch nachvollziehbar, dass es ein hochpreisiges Fahrzeug war damals. Ne? Und qualitativ heute ja auch, sehr gut. Ja. Und alles Plastik. Alles Plastik, ja. Und dann hast du, ja, wie findet man so ein Auto? Guckt man mobile oder eBay oder? eBay war gar nicht dran zu denken. Das war ein Zeitungsinserat, wollte einer so ein Z1 verkaufen, saß in Saarbrücken, ja. Wenig gelaufen, 15.000 Kilometer gelaufen, zu einem guten Preis damals, zu D-Mark-Zeiten. Da habe ich gesagt, angucken, hinfahren. Ja, und das war so perfekt, das Auto, da habe ich gesagt, kaufe ich gerne. Ja. Das war so, ja, nachdem ich meinen VW Porsche verkaufen musste, so quasi der Ersatz, also guter Ersatz. Ein sehr guter Ersatz, ja. Und dann hast du ja auch wirklich ein Fahrzeug bekommen in einem hervorragenden Zustand. Aber nichtsdestotrotz hast du Dinge verändert, ne? Du hast, ja, so ein bisschen was verändert, ein bisschen verbessert. Zum Beispiel die erste Maßnahme war... Genau, wir können hinten anfangen, ne? Genau. Schöneren Ton für hinten. Ja, also jeder, der sich gut auskennt mit dem Z1, ich wusste das gar nicht. Also ich habe das gar nicht, das war mir nicht bewusst. Er hat eigentlich nur hinten links ein Endrohr und deiner hat 2 Endrohre. Ja, genau. Aus dem Edelstahl-Auspuff hört sich besser an, sieht doch einfach besser aus, optisch schon mal. Genau, symmetrisch, ne? Genau. Ja, das hilft, ja. Ja. Und du sagtest, es gibt so die Geschichte, dass man bei den ersten Testfahrten, der war wohl mit 2 Endrohren wohl mal geplant und vielleicht kann das jemand mal unten auf die Kommentare drunter schreiben oder ich muss vielleicht nochmal bei jemandem bei BMW anrufen, ob das wirklich so war. Aber die Geschichte ist wohl, weil man hat ja hier oben getankt oder man tankt ja hier oben und dann ist halt wohl Benzin runtergelaufen und das fing auf den Außenauspuff und hat gebrannt, genau. Ja. Da du das weißt, machst du immer besondere Maßnahmen, Vorsichtsmaßnahmen beim Tanken, dass das nicht passiert. Ne? Keine Maßnahmen, aber das ist auch nicht man passiert. Achtet halt drauf. Man achtet natürlich. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich passiert. Wäre mal interessant. Wäre ein Gerücht oder ist ein Gerücht, müsste man mal recherchieren. Ja, genau. Wäre interessant, wenn das jemand weiß, der sich mit dem Z1 da auskennt oder mit so einem BW-Geschichten, ob das wirklich ist oder nicht, würde mich interessieren, würde mich riesig freuen, wenn wir es drunter schreiben und wenn du es dann nicht selber liest, dann teile ich dir das auf jeden Fall mal mit, ob das dran ist. Ja. Dann hast du, was war der nächste Schritt? Also es gibt mir noch 2 Sachen, die du gemacht hast. Der nächste Schritt war vorne im Motorraum eine Domstrebe, weil der doch
Ja. Bisschen instabil. Können wir mal reingucken? Ja, gerne. Willst du auf die andere Seite kommen, Bodo? Oder, ach nee, die Klappe geht ja in die Richtung auf. Genau. Das Interessante oder Besondere ist, man zieht ja auch einmal den Hebel auf und dann muss man die Haube tatsächlich ein kleines Stück nach vorne ziehen. Deshalb gibt es hier so Rollen. Und dann kann man sie eigentlich erst BMW-typisch für diese Epoche, ne, für die Zeit, die Haube halt in diese Richtung öffnen. Genau. Und dann hast du hier eine Domstrebe einbauen lassen. Gibt es die so bei BMW? Oder das war eine Firma, eine Werkstatt, die das entworfen und hat auch fertigen lassen. Also nicht offiziell von BMW, sowas gab es bei BMW nicht. Ja. Und dass eben die etwas Instabilität des Vorderwagens dadurch beseitigt wurde. Also bei unebenen Straßen, bei Straßenschäden oder Überfahren von irgendwelchen hochstehenden Kanaldeckeln hat man schon gemerkt, dass es ein Vibrieren. Das ist jetzt ein merklicher Unterschied, ja? Okay, dann fühlt man sich einfach sicherer, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, okay. Und dann haben wir schon die Haube offen und ich weiß nicht, ob ein Kenner das erkennt. Serienmäßig war ein 2,7 Liter rein Sechszylinder mit 170 PS drin. Und du hast den Motor, du hast einen anderen Motor durch Zufall angeboten bekommen. Genau. Ne? Also so, weil man drüber geplaudert hat. Ja. Ne? So war das. Und dann wurde dir ein Motor angeboten und das ist ein Motor, der hier reinpasst. Der passt, die Abmessungen sind dieselben. Äußerlich sieht man gar nichts, nur der hat eben halt statt 170 200 PS und ja, ein bisschen mehr Hubraum. 3 Liter, ne? 3 Liter. Genau, also es ist auch ein rein Sechszylinder, hat halt 3 Liter und 200 PS. Und wie war das so? Ist das merklich auch beim Fahren? Merkt viel bessere Beschleunigung. Ja. Der ist auch untenrum mehr Durchzug. Also es ist wirklich ein sehr großer Unterschied. Okay. Jetzt geht es bei so einem Auto nicht um den Verbrauch, aber verbrauchstechnisch? Verbrauchstechnisch ungefähr 10 Liter, 9,5, 10 Liter. Und aber auch motortechnisch dann ist wahrscheinlich völlig Banane, ne? Also ob man jetzt den 2,7 oder den 3 Liter, das spielt keine Rolle. Es ist ja oftmals so, dass die eher ja dann tendenziell fast einen Tucken weniger haben wollen. Ja. Ne? Ich weiß, es ist kein Thema hier, aber Elektroautomobilität und Verbrauch und so weiter ist immer ein größeres Thema bei neueren Autos. Ich denke, kann man auch mal bei so einem Oldie das mal kurz mit ansprechen. Und ich finde den Verbrauch, da ist BMW schon immer weit vorne gewesen, finde ich. Eigentlich sensationell gering, ne? Ja, also das war ja vorher deutlich mehr. Moin Moin, da ist noch ein Gast mit dazugekommen. Wir sind schon hier live am Film, aber gerne mit dazu gucken. Ja, das sieht auf jeden Fall mega aus. Ich finde die Domstrebe auch eigentlich ganz hübsch. So, weißt du? Hat irgendwie so was, hat was Sportliches, auch wenn es unter der Haube ist, man es eigentlich nicht sieht. Aber wir wissen es ja jetzt. Ne? Also so Verbesserungen, alles schön, aber eben nicht so, dass es so auffällt, so aufdringlich wirkt nachher. Dass man sieht, da ist jetzt was gemacht worden, was ich erst größere, breitere Felgen oder muss alles nicht sein, schön dezent alles. Nein, soll genau so dezent, möglichst original bleiben. Genau. Und dann gehen wir noch mal ein Stück zurück zum Interieur. Das sind nicht die ersten Sitze, ne? Die ersten Sitze, die waren dann aufgrund der Zeit, der Zeit geschuldet, dass unter dem Leder der Schaumstoffkern sich aufgelöst hat. Der hatte sich aufgelöst, genau. Und dadurch, dass es so eine Schalensitze sind, ist das relativ aufwendig. Und hattest du tatsächlich das Glück noch, die letzten auf dem Markt erhältlichen Sitze zu bekommen, ja. Genau, ja. Und das ist, das macht natürlich Bodo und ich, wir haben hier eigentlich mit offenen Mündern gestanden, weil das ist ein Zustand, ich habe noch nie einen Z1 in so einem Zustand gesehen. Schön. Also das ist, also mit solchen gut erhaltenen Sitzen, die natürlich, wenn die überarbeitet sind, wenn die restauriert sind, man kann da ganz viel machen. Frau Wahl ist auch immer eine gute Adresse, aber die Z1-Leute kennen sie. Aber auch bei uns kann man natürlich nachfragen, man kann auch viel selber machen an den Sitzen. Also alle, die einen Z1 haben, da Hilfe brauchen, gerne sich an uns wählen oder an Christine Wahl eben wenden. Da kann man eine ganze Menge machen, aber in dem Zustand super. Wir werden trotzdem ein bisschen was machen, also halt Unterhaltspflege, ne? Da ist ein bisschen angehende Patina, die völlig normal ist und auch sehr dezent am Fahrersitz. Da machen wir trotzdem ein bisschen was. Und dann gibt es so ein bisschen Farbabrieb hier oben an der Sonnenblende. Und das Lenkrad hat einen leichten
leichten Glanzgrad, da werden wir auch einmal kurz rangehen, aber ansonsten super, super Zustand. Und das Besondere ist halt eben das nubukierte Leder hier, dass man da halt ein Rauleder drin hat. Das ist eben auch sehr selten, aber BMW hat immer mal wieder so Experimente gemacht. Und Camouflage ist ein Zeitgeist. Nochmal zu den Türen, die sind gerade unten. Wir hatten ja kurz darüber gesprochen, man wird auch schon mal angehalten. Ne? Hochfahren? Ja, fahren wir hoch, wenn das. Ja, ist doch. Hat doch was, ne? Ja, sehr cool. Aber man darf mit Türen unten eben fahren, ne? Ja, man wird dann schon mal von der Polizei gegebenenfalls angehalten und man sagt, hier, machen wir auch die Tür zu. Und dann kann man aber sagen, na, ist erlaubt, darf man so machen. Und das wollten wir einfach nochmal, oder wollte ich nochmal loswerden, dass jeder weiß, wenn er einen Z1-Fahrer sieht, der die Türen unten hat, das ist kein Rebell, sondern das ist tatsächlich damals so zugelassen worden. Ja, offiziell genau. erlaubt. Ja. Ist vermerkt im Schein, im Brief. Nur die Polizei glaubt auch den gedruckten nicht. Nein, naja, die wollen es halt richtig machen und vielleicht wollen sie auch, ich meine, als Polizist hat man ja auch mal die Möglichkeit, Autos anzuhalten, die man sonst auch nicht so sieht. Ne? Und wenn man Polizist ist und man das Fahrzeug interessiert, dann kann man das ja mal nutzen. Finde ich gar nicht so schlimm. Das ist, wenn man so ein besonderes Auto fährt und das ist ja, macht man das, genau. So, der Lack hat einen leichten Grünschimmer, der heißt eigentlich BMW Traumschwarz Metallic, ein sehr schöner Name, wie ich finde. Das ist auch irgendwie ein Schwarz, aber irgendwie auch nicht, sondern so ein leichter Grünstich drin. Ist eine sensationelle Farbkombi zu dem Nubuk und zu dem Camouflage, finde ich. Also da, ob das bewusst gewählt war, weiß ich nicht, ob du genau nach dieser Kombi geguckt hast, aber... Das war Zufall, also das ganze Auto, so wie es da stand oder noch steht, das war das, was ich mir so vorgestellt habe. Ja, kann ich gut verstehen. Kann ich gut verstehen, ja. Genau, und dann Saisonkennzeichen, also du fährst dann nur bei schönem Wetter, achtest drauf, dass er... Also im Winter fahre ich nicht. Es gibt zwar auch so einen Hardtop dafür, aber im Winter mit dem Auto nein. Nein, ne? Und dann hast du hinten auf dem Kennzeichen www.z1z1.de. Genau. Was ist das? Es ist wie soll man sagen, eine lose Vereinigung von Z1-Fahrern und inzwischen fusioniert mit dem Z1 Club. Ja. Die machen auch so Ausfahrten organisatorisch immer auf dem Laufenden. Man trifft sich, man hat einen Stammtisch. Auch letztes Jahr eine Elsass-Fahrt mit dem Z1 Club oder mit den Z1-Leuten. Phänomenal. Das macht auch Spaß auf den Landstraßen. Also die Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten zu treffen, auszutauschen, eine Ausfahrt zu machen. Ja, ist und klar, Corona hat da natürlich eine Vollbremsung reingebracht in die ganze Geschichte, aber wie wir alle hoffen, ist das bald vorbei. Wir sind bald alle durchgeimpft und dann geht's wieder los. Genau. Okay, ja, dann gehen wir gleich mal ran ans Interieur und werde ich ein bisschen was zu erzählen und dann treffen wir uns nochmal zum Abnahmegespräch wieder. Danke erstmal. Ja, ich kümmere mich erstmal um das Nubuk natürlich, überall ein bisschen Patina. Wir fangen mit dem 4000er an, stelle aber nachher noch fest, dass das nicht reichen wird, sondern es immer noch ein bisschen Patina ist und werde dann wechseln zu dem Lederschleifpad. Aber es macht immer Sinn, mit einem feineren anzufangen und sich dann langsam nach oben zu arbeiten. Nubuk-Radierer haben wir in diesem Fall nicht gebraucht und dann habe ich eben den Staub abgebürstet und was ich jetzt hier schon mache, ist mit Lederreiniger Milde und einem Schwamm das Camouflage und das Glattleder an der Karosserie zu reinigen. Also einmal mit dem Schwamm drüber und dann eben gleich mit dem Tuch hinterher. Lenkrad, Armaturenbrett natürlich auch nicht vergessen. Und beim Camouflage sollte man keine Lederreinigungsbürste nehmen. Man läuft ja immer Gefahr bei solchen zweifarbigen Geschichten, bei so Muster, die oben drauf sind, dass man mit der Bürste doch dann irgendwie das Muster runterholt, weil der Klarlack nicht mehr so stabil ist wie vorher. Genau. Und dann überall erstmal das gereinigt. Dann habe ich hier einmal getropft, das föhne ich einmal trocken, damit es keinen Fleck gibt.
Und da kümmere ich mich nochmal ein bisschen um diese typischen Sitzfalten, die so ein Z1 immer hat. Aber da darf man auch nicht übertreiben mit der Hitze. Das muss man so nach und nach machen. Und hier ist das mit dem Lederschleifpad, was ich sagte, und dann mit der Bürste hinterher entstauben, dass der Staub runterkommt, bevor man dann wie hier mit Anilin-Protektor aufsprüht. Ein bisschen was abkleben kann man ruhig beim Anilin-Protektor, muss man aber nicht. Man kann überall hinterher wischen, der ist super verträglich. Der macht keine Flecken oder verursacht irgendwelche anderen Dinge, die man nicht haben möchte, sondern man kann da eigentlich aufsprühen und dann auch in dem Glattlederbereich oder hier bei der Sitzschale im hinteren Bereich, wo das lackiert ist, wischt man einfach einmal rüber und dann ist das weg. Das ist ja, ist gut verträglich, also das ist wirklich gar kein Problem. Jetzt lassen wir den trocknen und einziehen, den Anilin-Protektor, und kümmern uns einmal kurz um die Farbfehlstelle an der Sonnenblende. Ein anthrazitfarbenes Fresh hatte ich mit dabei. Das Auto ist anthrazitfarben von innen und nicht schwarz, das wusste ich im Vorwege. Und ja, raue Stellen glatt schleifen, entfetten, das kennt ihr, und dann eben Fresh auftragen. So, Anilin-Protektor ist eingezogen, dann können wir rübergehen zur Imprägnierung, und hier ist das gleiche. Wenn man die Imprägnierung nicht trocknen lässt auf Flächen, wo sie nicht sein soll, sondern gleich abwischt, dann hinterlässt sie auch keinerlei Spuren. Und jetzt ist auch das Glattleder trocken und dann wird Lederversiegelung einmal aufgetragen. Hier ein bisschen aufpassen, dass man das Nubuck nicht so sehr mit imprägniert mit der Versiegelung, weil es hat ja schon eine Imprägnierung. Und dann alle Lederteile damit einmal einpflegen und schützen. Armaturenbrett nicht vergessen, und dann sollte das passen. Ja, wie ihr gesehen habt, Unterhaltspflege, ein bisschen haben wir uns auch ums Lenkrad gekümmert, und ja, der war schon ja in einem exzellenten Zustand, haben wir ja schon mehrfach gesagt. Tolle Idee, auch neue Sitze zu besorgen, wenn man da rankommt, aber jetzt hat er nochmal so seinen Finalen, finde ich, ne? Ja, also er sah vorher schon gut aus, aber jetzt sieht er aus wie neu. Ja, genau, Bodo hat schon gesagt, Preisschild rein, aber an alle, die an den Z1 interessiert sind, der ist nicht zu haben, der bleibt bei Uwe. Der bleibt erstmal. Genau, der ist nicht zu haben. Ja, und hier so beim Arbeiten und Quatschen und dann auch nochmal 323 hast du noch ein ganz schönes Auto auch da. Zwar noch kein Oldie, aber auch Baujahr 99. Auf dem Weg zum Oldie. Auf dem Weg zum Oldie, genau, mit einer ganz schönen, seltenen Innenausstattung. Hin und her gequatscht, festgestellt, dass du die Produkte, die du bei uns schon seit Jahren kaufst, auch aufhebst. Uwe hat noch mehr Sachen bei sich, aber ich fand das hier eigentlich ganz schön, weil er hat jede Design-Epoche mit dabei. Also die allererste ist nicht mit dabei, was wir vor 25 Jahren hatten, aber dann halt dieses hier, ich kriege das so aus dem Kopf nicht hin, aber das ist bestimmt 15, 20 Jahre alt. Das müsste so gute 10, 12 Jahre alt sein. Das ist so 8 Jahre oder wie auch immer. Ja. Und das ist eben das aktuelle Design seit 2016, August 2016. Das weiß ich besser, aber das ist noch nicht so lange her. Haben wir das hier. Ja, vielen Dank für deine Treue über die vielen, vielen Jahre. Hier ist auch der Nachweis, also nicht nur vor der Kamera, ja, ich bin schon lange Kunde. Nein, hier ist wirklich das, was wir in der Garage gefunden haben. Toll, dass du das auch aufhebst. Ja, erinnert mich auch so an die ein oder anderen Geschichten, alten Zeiten bei uns, wenn ich so eine Verpackung wieder sehe. Ja, und ja, wir sind ein bisschen moderner geworden, ne? Muss man sagen. Ja, also designmäßig würde ich sagen, gefallen mir die ersten zwei noch besser als die aktuellen. Ja. Vom Etikett her. Ist so. Ja, nehme ich so mit. Ja gut, wir haben halt früher, der Senior hat das auch immer gesagt, früher wollten wir möglichst aussehen, als ob wir von 1800 sind, also schon lange am Markt sind, als wir noch jung waren. Jetzt sind wir alt, jetzt wollen wir wieder jung aussehen und haben dann 2016 das Design verjüngt. Ja, also ihr habt Einzug gehalten mit dem Kauf des Autos damals. Ja. Ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin auf euch, aber seitdem nicht mehr weg von den Pflegeprodukten. Ja.
Ja, und das hat ja dazu geführt, dass es ein sehr guter Zustand ist. Ne? Genau. Ich meine, die Sitze sind zwar mal vor 3, 4, 5 Jahren neu gekommen, aber hier ist ja noch eine ganze Menge mehr Leder und das ist auch alles noch sehr tadellos, immer mit unseren Produkten gepflegt und ja, das lohnt sich auch nachweislich. Kann man das hier an dem das stimmt. Auto das sehen, ja. Und dann Design oder hin und her, ich meine, am Ende kommt drauf an, was ist drin. Ne? Also, was macht das Produkt und wie ist das? Aniline Protector ist tatsächlich ein Produkt, was wir von Anfang an hatten. Also wir haben vor 25, 26 Jahren mit 3, 4 Produkten angefangen und der Aniline Protector war damals schon mit dabei. Rezepturen musste man natürlich immer ein bisschen anpassen, aber im Wesentlichen, also die 95% ist immer noch wie vom ersten Tag, genau. Also es gibt immer wieder Vorschriften, Umwelt, Gesundheit etc., wo man dann Dinge anpassen muss über 25, 30 Jahre, das ist klar. Aber eigentlich ist das gleiche Produkt geblieben. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, ich bedanke mich bei euch. Dass du dich beworben hast, dass wir hier sein durften. Kaffee in der Sonne da vorne genossen und hat sehr viel Spaß gemacht. Interessante Geschichte. Toll, was du an dem Auto, an Kleinigkeiten, die dann am Ende gar nicht so klein sind, aber die so überhaupt nicht auffallen, verändert haben. Finde ich gut. Und ja, uns hat Spaß gemacht. Und ja, der März rückt näher, du kannst bald wieder. Also, wie gesagt, ich freue mich, dass ihr gekommen seid. Das Auto ist klasse geworden. Wie gesagt, es ist fast wie neu. Auf jeden Fall eine Steigerung. Das ist einfach klasse geworden. Schön. Dankeschön. Also, freut euch auf die nächste Folge. Mein Social Media Manager Stefan, schöne Grüße, der sagt immer, ich soll auch mal darauf hinweisen, dass man einen Daumen hoch machen kann, dass man was Positives kommentieren kann, wenn man das möchte. Genau, ich bin kein Influencer, aber ich bitte euch heute mal, das zu machen. Macht mal einen Daumen hoch, macht einen Kommentar, abonniert den Kanal, glaube ich, Glocke anmachen und so weiter und so fort. Also Stefan, ich habe das mal gemacht, werde das nicht jedes Mal machen, aber dieses Mal habe ich das mal gemacht. Vielen Dank, Uwe, und dann ja, bis zur nächsten Folge. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Ja.